Nach einer langen Zeit wird es auch mal für mich Zeit, über die neueste Doctor Who Season zu sprechen. Ja, ich bin ein wenig spät dran, aber ich wollte dieser Season mal ein wenig Freiraum lassen, sodass ich meine Gedanken genau artikulieren könnte. Zu unserem 60th Anniversary habe ich ein Video gemacht, Link dazu in der Infocard. Von daher werde ich da nichts wirklich etwas Großartiges erwähnen und mich nur auf etwa die neueste Season von Doctor Who aka Ncuti Gatwa's Run als der Doktor fokussieren. Bedenkt, hierbei handelt es nur um meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, lasst die mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Bedenkt auch, dass es hierbei zu Spoilern kommen kann, zu dieser ganzen Season. Von daher, falls ihr die eine oder andere Episode noch nicht gesehen habt, schaut lieber mal die Season komplett und kommt dann zurück zu dem Video. Alle Disclaimer wurden disclaimed, legen wir mal los mit diesem Video. Beginnen wir doch mal mit ein wenig Hintergrund. Nachdem wir David Tennant als den 14. Doktor zurückgekriegt haben, mit dem 60th Anniversary kam Ncuti Gatwa im Special The Giggle vor als der neueste Doktor. Und meine Güte, hat er das einfach nur gekillt. Ich meine, seine Performance war einfach nur so verdammt gut in diesem Special. Und das sage ich als jemand, der The Giggle wirklich nicht so stark mochte. Aber anyway, wir bekamen dann etwas Search on Ruby Road, aka das Christmas Special, was uns Ruby, aka Millie Gibson, vorgestellt hat und auch diesen Doktor genau erleuchtet hat. Und ich musste sagen, es war ziemlich solide, eine ziemlich okay Introduction. Doch wir alle haben auf die volle Season gewartet, um unser Ersatzmann zu geben, und auch ich habe darauf gewartet. Nun ist diese Season zu Ende und meine Güte, habe ich gemixte Meinungen zu den Episoden, Stories und der Season allgemein. Beginnen wir doch mal mit einer der größten Punkte: es ist kein gutes Soft Reboot. Ncuti Gatwas erste Season als der Doktor und anscheinend auch das 60th Anniversary sind mehr oder weniger die dritte Serie von Doctor Who. Wir haben zum einen Classic Who, dann New Who und jetzt ist dieses ganz neue Doctor Who. Dabei ist weder das Format etwa anders, dabei gab es weder ein Highest, wie es eben bei Classic und New Who gab. Dabei ist es vom Writing her mehr oder weniger ziemlich stark an New Who inspiriert und basically einfach nur New Who. Und generell fühlt es sich einfach nur an wie eine Series 14 statt wie eine Season 1. Klar, in der ersten Episode des Space Babies kriegen wir etwa einen Infodump, der ziemlich lazy wirkt. Und ich habe da meine Theorie, dass Disney mehr oder weniger gesagt hat, dass sie das als Season 1 verkaufen wollen. Damals war nicht die Reste hatte für die ganze Revival so, I guess. Oder mal nicht etwa Newcomers traut, eine Season 14 sich anzuschauen, warum auch immer. Von daher werde ich etwa im ganzen Video vermutlich diese Season als Series 14 eher mehr bezeichnen, da ich denke, dass es wirklich mehr eine Season 14 ist, statt etwa eine neue Season, ein neuer Starting Point. Von daher, der Starting Point war wirklich nicht gut. Aber wie taugen denn nun die Stories? Wie schon erwähnt, Search on Ruby Road war ziemlich solide. Space Babies ist die große Premiere von dieser Season und so fühlt es sich so auch an. Ein Season Opener und kein Season Opener der guten Art. Ich denke, Space Babies hat sehr viele solide, gute Momente. Wie man dieses Boogie Monster etwa dargestellt hat. Visuell eine Pracht. Die Idee von den Space Babies ist eine sehr solide und wie man das gemacht hat mit den Babys, ist ein wenig Uncanny Valley, aber wenigstens nicht so schlimm wie bei manch anderen. Oder als hätte man das CGI'd. Also das komplette Babygesicht. Das wäre wirklich einfach nur Horror gewesen. Und wie 15 diese Babys mehr oder weniger schreckt. Wundervoll. Als ganzes Space Babies ist mehr oder weniger der typische Russell T. Davies Opener. Nichts Besonderes, Memorable-haftes und jetzt auch nicht so dolle. Aber es ist okay für das, was es ist. Devil's Court ist für viele ein Highlight und für mich, ich kann definitiv sehen, warum Leute diese Episode mögen. Ich persönlich bin kein großer Fan von dieser Episode. Ich denke nicht, dass es eine schlechte Episode ist, aber Russell hat nie wirklich für mich so dolle Camp geschrieben. Und das merkt man auch hier, da er wirklich versucht, das ziemlich campy zu haben. Und es ist sogar einer dieser Episoden, wo ich sagen würde, dass das Placement einfach nur seltsam ist. Denn in einer Szene wird uns erzählt, dass Ruby und der Doktor schon seit mehr oder weniger einem halben Jahr miteinander reisen. Und so fühlt das sich auch an und das ist auch das Problem. Das soll Episode 2, technisch gesehen Episode 3 sein, wenn ihr Search countet als Episode 1. Und es fühlt sich so an, durch den kurzen Run, dass wir mehr oder weniger einfach ein paar Episoden geskippt haben, um diese Relationship zwischen den beiden mehr oder weniger zu developen. Die sind mehr oder weniger Besties direkt jetzt. Und das funktioniert wirklich nicht für mich. Dabei killt es Ncuti Gatwa und Millie Gibson macht auch eine ziemlich gute Performance, würde ich mal behaupten. Und Cinema Xu, ich hoffe, ich habe den Namen nicht geputzert, ist eine ziemlich gute Performance, die mich jetzt nicht etwa so stark anheizt. Aber ich denke, es ist für das, was es ist, eine sehr, sehr gute Performance. Und dann kommen wir zu Boom. Die erste Episode vom 15. Doctor und seit Jahren, die von Stephen Moffat, aka den alten Showrunner, hinter den 11. und 12. Doktor gemacht worden ist. Und meine Güte, Boom ist grandios. Das Skript ist clever. Das Acting ist meiner
Meinung nach das beste Showcase für Ncuti Gatwa und wie dieser emotionalere Doktor ziemlich gut funktionieren kann. Generell das Setting und die Story fühlt sich einfach nur Moffat as fuck an. Es fühlt sich so an, als hätte Moffat hier gesagt, ich komme zurück mit einem Banger. Und dabei ist die Story und die Idee so simpel, aber zeigt so gut, wie man durch eine simple Idee eine so geniale, kreative und ein wirklich stellar Skript machen kann. Und auch 73 Yards ist ziemlich verdammt gut. Russell T. Davies ist immer gut, wenn er mehr das Horrorlastige, mehr das Bleake zeigt. Und das ist mehr oder weniger für mich ein Showcase für Millie Gibson. Bedenkt, Millie Gibson war 17 oder 18, als sie diese Episode gedreht hat. Und auch wenn ich das Make-up nicht wirklich so convincing finde und nicht denke, dass diese Frau irgendwie 40 oder so ist, muss ich zugeben, dass 30 Sam Yards genial ist. Es hat etwa eine wundervolle Atmosphäre und auch wenn ich jetzt nicht so zufrieden bin mit dem Ende, ist das definitiv ein großes Highlight für diese Season. Und auch Dot and Bubble ist mal wieder ein fantastisches Case für Russell T. Davies Writing. Ich glaube, ihr könnt schon sehen, was ich an Russell T. Davies Writing mag und was nicht. Dot and Bubble ist eine bleake Satire, die ziemlich gut funktioniert und getragen wird von einem wundervollen Lied, die ziemlich unsympathisch ist und je mehr man von ihr erfährt, desto mehr hat man etwa ein unangenehmes Gefühl von ihr. Die Actress hat das einfach nur super gemacht. Und generell die Ästhetik, aber auch die Themes, die Class mit dieser kunterbunten, mehr oder weniger campy Ästhetik à la Happiness Patrol. Ist jetzt nicht so gut wie Happiness Patrol, aber es ist ein guter Vergleich. Ist wundervoll. Und die letzte Szene, wundervoll gespielt von Ncuti, also auch Kelly Kirk, denke ich mal, ist ihr Name. Korrigiert mich einfach in den Kommentaren, wenn ich falsch liege. Und dann haben wir Rogue, das erste Skript in dieser neuen Ära, die von 2 Writers geschrieben worden ist, die weder Showrunners sind, noch Returning Writers. Und so sehe ich auch das Skript und die Dynamik zwischen 15 und Millie Mark, aka Ruby eben. So doch muss ich sagen, dass Rogue, ähnlich wie bei Devil's Court, eine dieser Episoden ist, die mich persönlich nicht anspricht. Es ist mal wieder eine Romance mit dem Doktor. Ich habe jetzt nichts dagegen, aber persönlich bin ich auch einfach burnt out damit. Vor allem im Revival wurde es ein wenig zu oft gemacht. Von daher ein wenig burnt out davon. Ich denke, das Writing war ziemlich solide mit der Romance. Vielleicht ein wenig zu schnell, wie sie es mehr oder weniger miteinander verlieben. Aber hey, Ncuti hatte eine definitiv sehr gute Performance und Jonathan Groff ist ein ziemlich guter Actor, der die Rolle ziemlich gut gebalanced hat. Aber auch wie Devil's Court, so eine Episode, wo ich verstehen kann, dass Leute sie mögen. Ich persönlich aber leider damit nicht einfach viben kann. Und dann hatten wir das Finale. Legend of Ruby Sunday ist langweiliges Setup und Empire of Death ist ein großer Mittelfinger an jeden, der die Mysterien, die hier gesetup wurden, mit Ruby, mit The One Who Waits, so interessant fanden. Es ist Sutek mal wieder, ein klassischer Classical Villain, der wundervoll gesprochen wird von Gabriel Wolf. Und sein neues Design, ich bin zwar nicht der größte Fan, aber es funktioniert, I guess. Aber die Episode, beziehungsweise die Finale, fühlt sich eher mehr so an, als würde Russell T. Davies mit Actionfiguren spielen. Russells Finales waren nie die allerbesten, aber sowas wie Bad Wolf und Parting of the Ways ist grandios und gehört zu einem der besten Two-Parters von ihnen. Dagegen Empire of Death und Legend of Ruby Sunday fühlen sich so sinnlos irgendwie an. Es fühlt sich so an, als müsste man etwa das alles schön wrap-upen, wenn diese Season doch so gut funktioniert mit mehr Standalone-Episoden. Und der Wrap-up ist nicht gut. Rubys Mom wird revealed als jemand ganz Normales und das ist per se nicht was Schlechtes. Ich bin wirklich gelangweilt, dass so viele New Who Companions mehr oder weniger was Besonderes sein müssten. Von daher ist das ein refresheter Saints, I guess. Aber es wurde etwa gesetupt, dass das was Mysteriöses ist. Sutek wollte es wissen, warum auch immer. Fühlt sich erstens out of character an für ihn und zweitens fühlt es sich so an, als wäre es ein Mittelfinger. Das Ganze, die zeigt nicht auf dich, Doktor, oder auf wem anderen. Sie zeigt so auf ein Ding, um Ruby ihren Namen zu geben. Ruby, genannt nach der Ruby Road. Es fühlt sich wirklich so an, als würde uns der Writer Russell T. Davies mehr oder weniger zeigen, wie smart er doch ist und wie dumm wir doch alle sind. Und ich war noch nicht mal so invested in dieses Mysterium. Aber wenn du etwa ein Mysterium setupst, wenn etwa dein Charakter Snee auf einmal etwa bringen kann, wenn das alles irgendwie mysteriös ist, dann verarsch doch nicht die Zuschauer und sei einfach ehrlich mit denen. Ich meine, du kannst etwa ein gutes Mysterium daraus machen, dass sie jetzt kein Returning Character ist oder ein Gott oder was auch immer. Man kann das wirklich gut machen, aber wenn dein Setup mehr oder weniger das Ganze anteasert, dass das irgendwie The Trickster oder was auch immer ist, dann musst du auch einfach mal sagen, dass du mit deinem Writing wirklich gescheitert bist. Und generell das Finale justified nie wirklich seinen Platz irgendwie. Es hat ein paar wirklich fantastische Momente, vor allem mit Mel. Bonnie Langford macht das ziemlich grandios. Aber es fühlt sich einfach nur so sinnlos
sinnlos an, als würden wir das einfach nur machen, um Sutek zurückzukriegen, um einen coolen Moment zu haben, um einen Fan von Classic Who wie mich etwa anzunehmen und sagen, oh, Sutek ist zurück, du mochtest ihn doch in Pyramids of Mars, jetzt wirst du doch diese Serien super mögen. Und dabei machst du einfach nur das Gegenteil. Und das ist auch mein großer Punkt. Ich habe nun jetzt alle Episoden mehr oder weniger reviewed und meine Meinung zu denen gegeben. Und allgemein muss ich zugeben, es ist ein Mixed Bag. Space Baby, Shirts of Ruby Road, ziemlich solide. Rogue, David Scott, nicht so mein Type of Stories, aber ich kann definitiv sehen, warum Leute es mögen. Boom bis Dots and Bubbles, vermutlich das Highlight dieser Season. Und das große Finale ist einfach nur irgendwie Sinnlosigkeit in Person. Dadurch fühlt sich die Season als Gesamtwerk wirklich nicht so dolle und cohesive an. Wie schon angesprochen, an manchen Punkten fühlt sich so an mit der Dynamik von Ruby und den Doktor, dass sie irgendwie paar Episoden hatten oder paar bestimmte Adventures hatten, die wir nie gesehen haben, aber Cruise dazu sind. Klar kannst du etwa mal eine mehr freundliche, nicht so misstrauische Beziehung zwischen den Doktor und Companion machen. Das macht natürlich Spaß und so eine Bestie-Dynamik kann funktionieren und hat auch gut funktioniert dank den fantastischen Performances von unserem Lead, vor allem Ncuti Gatwa. Doch irgendwie muss man das auch developen. Dieser 8-Episoden-Slot bzw. 9-Episoden-Slot hat es wirklich etwa nicht so funktioniert. Und am Ende muss man sich fragen, für wem ist diese Season? Sie heißt zwar Season 1 und man kann natürlich etwa alte Schurken oder Lore-Dinge etwa zurückbringen und generell, ich weiß auch nicht. Die Season hat mich definitiv nicht überzeugt und hat mich vor allem etwa Sorgen bereitet, wenn es um Russell T. Davies Writing geht. Er hat 7 Episoden von den 9 Episoden geschrieben und das ist viel zu viel für jemanden. Natürlich kann er sich experimentieren, natürlich kann er viele Episoden schreiben, aber er ist natürlich auch Showrunner und sollte sich auch vielleicht auf andere Dinge fokussieren und nicht so viele Episoden schreiben. Das ist die beste Episode für mich in dieser Season. Boom, mehr oder weniger von jemand komplett anderem stammt und das ist auch Rogue, so sehr es das jetzt auch nicht so feiere, mir definitiv mehr gefallen hat als viele von Russells Skripts hier, zeigt definitiv, dass ich ein wenig mehr gemixter Meinung bin zu Russell T. Davies Writing. Und das war auch schon bei der David Tennant aka Eccleston Ära so. Russell ist ein guter Writer und kann wirklich gut schreiben, aber manchmal fühlt es sich in dieser Szene so an, als würde seine Rückkehr mehr oder weniger die George Lucas Rückkehr sein. Man kann mal denken, was man über die Prequels denken will. Ich persönlich bin jetzt nicht der größte Prequel-Fan. Ich mag etwa die Ära, aber die Prequels als solches funktionieren für mich definitiv nicht. Und ich denke, ein großes Problem ist halt eben, dass mal diese großen Kreativen, die diese IPs zurückgebracht haben oder gemacht haben, nicht immer mal Nein sagt nach dem großen Erfolg. In der originalen Trilogie wurde George Lucas mehr oder weniger oft gesagt, nein Lucas, wir machen das lieber mal so. Und das hat etwa zum Benefit für diese Filme funktioniert. Bei der Prequel-Trilogie fühlt es sich eher weniger so an. Und das ist irgendwie dasselbe Problem auch hier. Von daher, ich weiß auch nicht, vielleicht sollte Russell, und er hat das selber, glaube ich, sogar gesagt, mehr Writers die Chance geben, ihren eigenen Spin in Doctor Who reinzugeben. Denn wenn nur ein paar Leute etwa mehr oder weniger für Doctor Who schreiben, dann wird es ab einem bestimmten Zeitpunkt sehr stale sein. Abschließend lässt ich sagen, es gibt fantastische Highlights. Vor allem unser neuer Dr. Ncuti Gatwa ist stellar und hat so eine Aura wie fast kein anderer. Ich kann ihn wirklich einfach nur loben. Und ich bin wirklich froh, dass er wirklich ein Standout ist von dieser Season. Denn wenn der Doktor ein Standout ist für eine Season, dann egal wie schlecht manche Storys sein können, findet man doch wenigstens Charme in der Performance. Selbes gilt zum Beispiel für Son Pertwee, der auch die schlechteren Stories mehr oder weniger geliftet hat. Von daher bin ich gemixter Meinung. Es war keine Katastrophe, wie man's anderer sagen würde. Und auch wenn das Finale beschissen war, heißt das nicht, dass die ganze Scene so schlecht war. Es hatte seine Highs, es hatte seine Downs. Es ist definitiv bei weitem keine der besten Doctor Who Seasons, aber für eine Starting Season, I guess, es könnte schlimmer sein. Ich hoffe einfach nur, dass Series 15 aka Season 2 mich deutlich mehr überzeugt, denn ich möchte Doctor Who lieben. Ich möchte nicht etwa mich beschweren darüber. Ich möchte es wirklich mögen. Aber ob das wirklich der Fall sein wird, werden wir wohl erst im nächsten Jahr erfahren. Doch was ist eure Meinung zu Doctor Who Series 14 oder auch Season 1, auch wenn ich etwa Season 1 eher mehr als die erste Hardness Season ansehen werde immer, aber okay. Schreibt das doch gerne in die Kommentare. Hat euch Ncuti Gatwa als der Doktor überzeugt oder denkt ihr, nee, ich mochte ihn nicht wirklich? Schreibt das doch alles gerne in die Kommentare. Ich hoffe, mein Rebelling hat euch gefallen und wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal. Ein größeres Doctor Who Video wird noch folgen, irgendwann im Sommer hoffentlich. Aber bis dahin, bye!